Immer mehr Menschen sehen nicht nur die rasanten Änderungen im Außen, sondern können auch die sich verändernden Energien auf unserer schönen Erde spüren. Was hat dieses Telefonieren nach Hause mit deinem höheren Selbst zu tun? Wie kannst du Antworten auf all deine Fragen erhalten? Und welche für dich maßgeschneiderten Antworten hält die geistige Welt für dich bereit? Wer je den Film E.T. der Außerirdische aus dem Jahr 1982 gesehen hat, erinnert sich sicher an den kleinen E.T., der auf der Flucht vor den amerikanischen Regierungsbeamten bei drei Geschwistern Zuflucht und Unterschlupf gefunden hat. Mit den Kindern konnte er sich telepathisch verständigen und er konnte durch Telefonieren nach Hause von bestimmten Standorten aus Kontakt wieder zu seinen außerirdischen Kollegen herstellen. Und es gab eine dramatische Rettungsaktion. Solche Dinge geschehen durch die Energien uns jetzt auch. Und insofern sind wir im Grunde auch Außerirdische, denn wir sind durch die Inkarnation als Seelen ja nur Gast auf dieser Erde, um diese Erfahrungen zu machen. Was hat das Telefonieren nach Hause des IT jetzt mit unserem höheren Selbst zu tun? Durch die Schwingungserhöhungen und unsere Erweiterung des Bewusstseins, die damit einhergeht, vor allen Dingen während dieser ganzen Solarenergien, die uns erreichen, sind auch wir zu immer mehr Dingen in der Lage, als Seele, als Energiewesen und werden uns dessen immer mehr bewusst. Und unser eigentliches Zuhause als energetische Schwingungswesen ist ja das Universum, der Ort, zu dem wir alle gehören. Wir haben jetzt hier ja nur eine Zwischenstation mit unserer Inkarnation. Insofern merken immer mehr Menschen, dass ihre Hellsinne erwachen, dass sie Dinge sehen können, hören können, fühlen können und sich auch telepathisch verständigen können, von dem sie vorher überhaupt keine Ahnung hatten. Ich habe in der Rückschau betrachtet schon lange telepathiert und habe bestimmte Dinge auch jetzt in meinem Zugang durch mein On-Sein mit der geistigen Welt, von denen ich vorher nicht so genau wusste, was es damit auf sich hat, die mir eher Angst gemacht haben. Wozu ist das Ganze für uns nützlich? Was hat es damit auf sich? Lasst uns mal genauer hinschauen. Wir alle nehmen in unserem Menschsein die ganzen Veränderungen, die da im Außen sind, brühwarm wahr. Und wir haben mitunter natürlich auch Ängste, wenn man nur mal an die Preissteigerungen denkt oder Jobs, die verloren gehen, was auch immer es sein mag. Der Punkt ist, wir sind Schöpferwesen und wir sind Energiewesen. Das heißt, wir haben es in der Hand, was mit uns wird. Und wenn wir uns von dem Krieg im Außen runterziehen lassen, dann wird uns manches an Erfahrungen nicht erspart bleiben. So zumindest ist meine persönliche Auffassung. Wenn wir jedoch zusehen, dass wir in den inneren Frieden kommen, mit uns selbst in Frieden und in Balance kommen, dann können wir ganz vieles, was da im Außen geschieht, einfach auch da im Außen lassen. Natürlich haben wir auf diesem Weg eine Menge Fragen. Und meine persönliche Erfahrung ist, und nicht nur meine, sondern auch die Erfahrung vieler, die mittlerweile den Kontakt zur geistigen Welt für sich hergestellt haben, dass alle Antworten da liegen bei unserem höheren Selbst. Und genau darum geht es, Kontakt herzustellen zum höheren Selbst, zur geistigen Welt und
Fragen zu stellen, die uns unter den Nägeln brennen, auf die wir dringend, zwingend eine Antwort brauchen. Wie schaffst du das? Wenn du mir hier schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass Meditieren eine fantastische Möglichkeit ist, so weit deinen Verstand, der da pausenlos rödelt, in die Ruhe zu bekommen, dass du die Antworten auch hörst. Ansonsten überwiegt nämlich der Lärm aus dem Außen und du hörst auch nicht mal deine Intuition und deine Hellsinne kommen auch nicht zum Tragen. In uns allen liegen diese Fähigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nur darauf besinnen und sie anzapfen und für uns nutzen. Und meditieren ist eine sehr gute Möglichkeit dazu. Wie meditieren geht, dazu gibt es ein Video hier auf diesem Kanal. Das verlinke ich nochmal. Aber ich hatte ein Osterangebot, was noch bis zum 7. April 23:59 Uhr gilt, nämlich die geführte Meditation für dich zum Download. Nutze es also. Den Link findest du hier unten drunter. Du erfährst im Grunde, wie du den Kontakt herstellst zur geistigen Welt und wie du deine Fragen platzierst und Antworten erhältst. Wenn du auf diese Weise dann eine Weile schon meditiert hast, wirst du feststellen, dass es dir immer leichter fällt, mit deiner Seelenbegleitung oder mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu kommen, sodass du dann sagen kannst, ich bin permanent on. Und was das Schöne ist, du erhältst keine Blablabla Antworten, sondern du erhältst die Antworten auf deine Fragen, die für dich und nur für dich allein stimmig sind. Denn wir alle haben einen energetischen Seelencode. Wir alle haben einen bestimmten Weg, den wir bisher schon beschritten sind und für die Zukunft, sofern Zeit ein Thema ist, noch beschreiten werden. Da geht es nicht darum, was dieser oder jener mir erzählt, sondern da geht es darum, dass du deinen ureigenen Weg gehst. Und wenn du auf diese Weise mit deinen maßgeschneiderten Antworten und deiner maßgeschneiderten Umsetzung durchs Leben gehst, wirst du mehr Freude, mehr Zufriedenheit, mehr Glück für dich erfahren und das auch nach außen ausstrahlen. Und dann kann dich das links und rechts und oben, unten, was dir Angst machen soll, was dich wieder zurückknechten soll in eine Hülle, die dir längst zu klein geworden ist, nichts mehr anhaben. Wenn das keine guten Perspektiven sind, ja, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das Ganze inspiriert dich. Probiere es für dich aus, wenn du es noch nicht so häufig versucht hast, und lass es dir gut gehen damit. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.